Eine ungewöhnliche Gruppe aus 3 Abenteuern geht auf Befehl der Königin auf Drachenjagd. Ein junger Möchtegern-Held, der es nur auf die Belohnung abgesehen hat. Ein schweigsames Monster, das an der Seite des jungen Mannes reist. Zu guter Letzt eine stolze Magie unbekannter Herkunft, die einen Groll gegen den Drachen hegt. Wir mögen verschiedene Ziele verfolgen, doch gemeinsam bereitet die Welt auf der Jagd nach den Drachen. Einige unverschämte Mitglieder des Weißen Ordens kommen ihnen dabei immer wieder in die Quere. Doch auf der Suche nach Informationen gelangen sie in den Irrwald, ein undurchdringliches Meer von Bäumen. In den Tiefen des Irrwalds treffen die selbsternannten Helden auf ein sonderbares Mädchen. Kapitel 2: Der Irrwald. Die Musik ist jetzt echt gut. Ja. Okabe kann es einfach. Ja, wir haben ja die Würfel freigeschaltet da. Begib dich von Trima aus zum Irrwald im Osten. Muss ich tatsächlich zum Hauptmenü dafür? Scheinbar, ne? Ah ja, Option. Ich muss tatsächlich ins Titelbildschirm, um die Würfel zu ändern, die wir gerade erhalten haben. Ja, eine erhaltene Komponente wurde hinzugefügt. Komponenten können im Optionsmenü geändert werden. Ja. Wenn wir das gerade im Optionsmenü gehabt hätten, ne? Ich finde komisch, dass wir hier die englischen Titel haben, aber es einen deutschen Titel gibt. Erstmal Lieder raussuchen. Ja. Die haben wir freigeschaltet. Ich weiß nicht. Eigentlich sind die Standard-Dinger besser, weil sie ja halt verschiedene Farben haben, ne? Die anderen sind einfach nur rot. Ich weiß nicht. Ich finde die Standard-Dinger besser. Der Rest, den wir freigeschaltet haben bis jetzt, ist ja eher von Nier und so. Jo. Irrwald betreten, aber sicher doch. A thick fog impedes your vision. You surmise this is in no small part why they call it the Bewildering Wood. Das Blickfeld der Kamera wurde beschränkt. Durchquere den Irrwald. You hear a beautiful melody flowing from the forest depths. It sounds like singing, or perhaps birdsong. As if drawn in by the voice, you head deeper into the forest, where you find a woman playing a stringed instrument. Why won't the right words come to me, she laments, her fingers stopping on the strings. Hearing her sigh, you offer to help her with her song. Very well then. Please finish this verse, she responds, then begins to sing. Eine Stadt schläft leis im Schnee. Ich höre eine Stimme. Wie soll das Lied weitergehen? Hua, ein Schrei? Ist das kalt? You add a fiery shout to overcome the cold. Taking your words as ridicule, the woman's eyes suddenly grow dark.
How dare you insult my song? You will pay for this atrocity in blood, she exclaims, then attacks. Okay. Nett. How pitiful I am, brought to my knees in these woods, defeated by savage adventurers. Ah, what an epic song that would be. Epic. Seemingly satisfied, the woman succumbs to slumber. You decide to part ways from this woman, hopefully never to meet again. Hier ist jemand. Many a brave soul has set foot in this wood, only to be swallowed up and never seen nor heard from again, the traveler intones gravely. They also tell of a certain tool one needs to get through this place. Ja. Das wissen wir ja bereits. Die Ocarina. Zufall, dass die Flöte ausgehend eine Ocarina ist, die wir da brauchen. Don't So. hold back. Oh, und ganz schön viele Lebenspunkte. Schwach gegen Feuer. Ein Item gefunden. A message is written on the sign. Seek out the four stela hidden deep in these woods. Versuche die vier stehlen. Trees bearing very solid-looking nuts whip to and fro in the force of the gale. This doesn't bode well for you. Wow. Entscheide ich jetzt der Würfel, ob mir eine Nuss auf den Kopf fällt? A bunch of nuts fly off from the trees, but you and your friends hightailed it out of there before any of them could hit you. Wow. Die daneben. Jetzt treffen wir mal. Geht doch.
Jetzt ist das gleiche gemacht, dass wir den Schaden vermeiden können, ne? Yeah, Level up. Oh, da geht's ja weiter. Schatzkiste mit einem mittleren Heiltrank. Und da ist eine Stele. You have found the southern stela. You smack it and hear a sound off to the west. You'd best head that way next. Untersuche die verbleibenden 3 Steinmonumente im Irrwald. Aber gereicht. Bis jetzt interessant das Spiel. Naja, viele denken, es ist einfach nur ein Kartenspiel, aber wie du siehst, es ist im Grunde genommen, bis auf diese Karten-Minispiel, ist es ja im Grunde genommen ein JRPG. Oder vielmehr ein Tabletop-RPG digitalisiert. Wobei viele Sachen, die du hier teilweise hast, kannst du ja nicht wirklich so umsetzen. Weil kannst du schon ein bisschen in der Richtung umsetzen, aber nicht hundertprozentig. The man sighs, realizing he may never be able to escape with his current tool set. Ja, das zweite Game, das kam erst vor kurzem raus. Und das hier ist vor einigen Monaten rausgekommen. Ich glaube irgendwie November, Dezember oder so. Naja, die habe ich aber noch nicht. Die habe ich leider noch nicht. Aber es reicht ja erstmal, das hier zu spielen. Man muss ja auch erstmal gucken, ob es einem gefällt, ne? Ja, 30 Euro geht sogar. Aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Dieses Spiel hier soll um die 20 Stunden lang sein. Also wir haben jetzt ungefähr fast 3 Stunden fürs erste Kapitel gebraucht. Ja. Wenn das jeweils 2 Stunden immer hat. Da sind ja auf jeden Fall ein paar Kapitel dabei, ne? You have found the northern stela. It doesn't look particularly special. You resolve to touch it anyhow. Ja, da hinten ist noch eine Ecke, die ich freischalten muss. Kann mir gut vorstellen, dass mehr hat, weil Sidequest kann man wahrscheinlich auch viel machen. Naja, da war ja irgendwas gerade mit dieser Frau und dem Mann, der sich da am Schrubben ist. Das ist ja nicht aufgelöst. Das ist einfach nur, ja, er stinkt nicht mehr, aber Frau will trotzdem nichts von ihm. Man konnte jetzt nicht wirklich irgendwie deren Problem für sie lösen, ne? Hey, wir haben ein Reck bekommen. Mit Wiederherstellung. Regeneration.
fight. Ja, wie gesagt, ist halt dämlich, dass Leute sehen halt ein Kartenspiel und denken gleich, es ist ein Kartenspiel. Aber wenn man halt guckt, was die Mechaniken sind, weiß man halt, dass es ein That RPG was ist. lucky. Also, ist halt nicht wirklich... Ist halt lächerlich, finde ich. Genauso wie letztens, ich hatte 2 Leute, die mir gesagt haben, weil ich hier ein... der eine hat gesagt, ich spiele gerne Platinum-Games-Spiele, weil ich mit Nier Reincarnation, weil es ein Nier-Spiel ist, ne? Haben sie gesagt, Platinum, ne? Dann wurde über Replicant irgendwo geredet und da wurde auch gesagt, dass es ein Platinum-Games-Spiel ist. Keins von beiden ist ein Platinum-Spiel, by the way. Nur Automata ist ein Platinum-Spiel. Die restlichen Nier-Spiele sind alle nicht von Platinum Games, aber das interessiert die Leute nicht. Die sehen Nier und denken gleich, das ist von der Firma. Und ähnlich hier. Das ist ein Kartenspiel, also das ist ein Kartenspiel. Kein RPG. And fight. Aber gut, sollen sie denken, was sie wollen. Ich denke mir, es ist ein Yoko-Taro-Spiel. Also das ist ein Yoko-Taro-Spiel für mich. Und fing ja schon gut an, wo wir verarscht worden sind mit der Gruppe am Anfang, ne? War schon nicht schlecht. War schon lustig. Oder dass im Grunde genommen unser toller Held nur so versehentlich immer die richtige Entscheidung trifft, scheinbar. Ist halt auch nicht schlecht. Okay, wir haben die Karte Trend. Die Bedingungen erfüllt. Ah, da war er. Dafür haben wir noch nicht die Bedingungen, wir sind aber schon mal drin. Trent, der sanfte Hüter des Waldes, um den sich die Tiere versammeln. Nicht zuletzt wegen des warmen Energiekerns in seinem Bauch nutzen sie ihn als Zufluchtsort. Er entzieht der Erde rund um die Uhr Energie. Siedeln sich zu viele von ihnen an, verwandeln sie selbst den grünsten Wald in eine ausgetrocknete Wüste. Die haben ja immer irgend so ein Negativ-Ding auf der Rückseite. Ich kann mir schon vorstellen, dass man die Magierin auch nicht mitnehmen kann. Könntest es ja probieren, falls du das Spiel wirklich so interessant findest. Ich habe das ja jetzt so gewählt. Und wir wissen ja noch nicht, ob es verschiedene Endings gibt, wie bei den anderen Yoko Taro-Spielen. Wünsche dir ewigen Reichtum. Waren wir irgendwo schon nicht? Oh, dich haben wir nicht gesehen. Was, war die vorher auch schon da? Nee, ne? Ah, da, Schatz. Bist du verwirrt? Waren die Dinge schon vorher da oder war ich blind? Wahrscheinlich war ich blind. You have found the Western Stela, which you swear up and down was not here when you came in. Genau das! Nevertheless, you give it a smack. Gut gemacht vom Spiel. You have found all 4 of the Stela in the bewildering wood. On a perhaps related note, you hear a sound emanating from the east. Aber ich denke mal, wir können hier die Elfe mitnehmen, die da rechts unten ist. Weil die war auch prominent auf dem Kapitelbildschirm. Vielleicht können wir auch dran vorbeigehen wie bei der Leuchtturm-Lady in Nier. Und dann meckert sie uns an, dass wir sie nicht ignorieren sollen oder so. Könnte ich mir vorstellen.
Artwork ist auch wieder klasse geworden. Congrats. Erinnert mich an Drakengard, die Artworks von Personen. Also an Drakengard 3 dann I bestimmt. need to hit the Stela every single time I want to go home. What a pain. The fine woman sighs. Da du die... Okay, Rückseite von Angehörigen des Waldvolkes. Ah, da ist noch eine. Und war die da oben auch schon da? Wo kommen die alle her plötzlich? Ah, da war sie. Angehörige des Waldvolkes. Bestimmt bemerkt er gar nicht, dass ich ihn ansehe. Das ist gut so. Es reicht mir, wenn ich ihn aus dem Schatten der Bäume beobachten kann. Verdächtig. Das hier ist das Paradies. Überall wachsen Bäume. So kann ich ihn jederzeit aus allen Winkeln betrachten. Betrachtet sie uns oder jemand anders? Das ist die Frage. The next Stela is... You hear someone murmuring? It sounds like a man, but you can't really be sure in these woods. Okay, ein anderer Angehöriger des Waldvolkes. Beobachtet sie vielleicht ihn? Weil von Weitem sah es eher wie eine Frau aus, aber beim näheren Betrachten des Artworks ist es ein Mann in einem komischen Kleid. Dieser Mann lebte lange Jahre abgeschieden in einem riesigen Wald. Er isst wenige Beeren, trinkt aus dem Fluss und weiß den reichen Segen der Natur zu schätzen. Er hat sich im Wald verlaufen, wenn er doch nur den Weg nach Hause finden würde. Sein bitterliches Weinen und seine Hilfeschreie hört niemand. Er irrt immer noch durch den Wald. Also wenn sie ihn hier beobachtet, dann ist das aber ganz schön abgefahren, dass sie ihn da rumirren lässt. The woman appears to be lost. How do I get out of here? She asks with furrowed brows. Ja, dich lasse ich erstmal hier. So, können wir sie mitnehmen? Nee. Dann kann sie ja mal gerne machen und tun. Gut, im Osten war das Geräusch, das Schild war es nicht. Ah, hier ist ein Weg offen. Und noch eine Stele. Drei Wege, um guter Unternehmer zu werden. Erstens Frauen, zweitens Geld, drittens Profit. Genau. Daneben. Bestimmt alles zu? Jo, natürlich. Ab zum You Klatschen. examine the Stela. The message carved into the Stela reads, "Play in tune with the forest." You hold the woodland flute you received from the good doctor in Thriston. Wetten, dass wir nicht spielen können. Doot 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 doodly, doot 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 doo. You blow a handful of pleasant enough notes into the woodland flute. You soon become aware of accompanying percussion, which reveals itself to be a series of impeccably timed footfalls racing toward you. A young woman appears before you. "That was absolutely dreadful," she whinges, her jaunty gait betraying her enjoyment. She calls herself Riddis and declares herself a woodlander, resident of the bewildering wood.
War wohl doch eine andere als die, die wir gerade vorne gesehen haben. By sheer coincidence, the flute on which you played those notes was one designed to call the woodland people to your side. Stunned by your good fortune, you ask Riddis to lead you eastward out of the forest. What luck! She agrees far more readily than you ever anticipated. But, she continues, extending her hand, you'll have to hand over the woodland flute first. Das ist doch eine Falle. That'll cost you 1,000 gold pieces, you say smugly. Eigentlich dachte ich, dass wir... You never miss a chance to earn some coin, do you? Meine Absicht mit Verhandeln war, dass sie uns erst aus dem Wald führt, bevor wir ihr den einzigen Weg aus dem Wald überlassen. Aber okay, Spiel, dann halt so. Ugh, it's always about money with you travelers, she snorts derisively. Her face contorts in disgust. She reaches into her cloak. Du hältst eine köstliche Frucht. Hey, what about my money? You stammer. Before you can finish your thought, Mars' tongue whips across your hand, snatching the fruit and sliding it into his gullet. Riddis gasps. How could you let him do that? Just one of those fruits sells for 10,000 gold pieces, she shouts. So you can pay me back for the fruit your little friend stole, or you can hand over that flute, she says, pressing her case. I think you've lost this one, Melanie says, snickering. You look down at Mar, who seems quite pleased with himself. I suppose I have. You sigh in resignation. You begrudgingly hand the woodland flute to Riddis. Riddis plucks the woodland flute out of your hands with glee and begins playing it as she skips away. Das klingt viel schrecklicher, als was wir gemacht haben. Well, playing is a generous term. It sounds as though she may as well be murdering the poor thing. Wow. Riddis makes it clear that the fastest way out of the woods is through woodland, where she lives. It's that-a-way, Riddis says gleefully, pointing past the stela before you. Nicht schlecht, ey. Wer hätte das gedacht? Von der Rückseite des Steinmonuments führt eine geheime Passage ins Walddorf. Begib dich über die versteckte Passage des Irrwalds ins Walddorf. Welcome to Woodland, Riddis says, gesturing out over the village. Now, if you'll excuse me, I'm quite busy for the rest of the day, so you'll have to wait till tomorrow to leave the forest, she says, and makes her way home. Übernachte im Gasthaus des Walddorfes. Du kannst dich vorher gerne im Dorf umsehen. Welcome to the forest oasis, the man greets you warmly. Ah, das Gasthaus. Und er hat dafür Werbung gemacht. You happen upon a man greedily guzzling well water. Could it truly be that much better than ordinary water? Ja, die Bedingung erfüllt hast. Ja, alter Mann. Rückseite für alter Mann. In jungen Jahren versprach er seiner Frau, sie bis ans Ende ihrer Tage zu lieben. Ein halbes Jahrhundert später hat er diesen Schwur nicht gebrochen. Als seine Frau auf dem Krankenbett liegt, nimmt er ihre Hand und seufzt, während er an die lange Zeit mit ihr zurückdenkt. Bald hat er sein Versprechen endlich erfüllt. Okay.
können wir das Wasser nicht trinken. This shortcut is reserved for use by woodland citizens only, the guard barks, clearly unwilling to let you pass. Apparently she's heard rumors of the dragon destroying another town somewhere. Our village would burn down so easily, she mutters, perhaps a bit more afraid of the symptom than the cause. You learn that Ridis's family is mired in debt and living hand to mouth, and I know how they got in so much trouble. We are not in the business of meddling in the personal affairs of others, Melanie says curtly, cutting her off. Okay. Am Itemladen, Waffenladen. Auf jeden Fall definitiv besser. Das haben wir bereits. Ja, das ist in einer Hinsicht schlechter, in anderer Hinsicht besser. Aber nur am einen Punkt. Ja, sonst haben sie nichts Neues. Bis jetzt haben wir auch nichts aus der Apotheke gebraucht. Infektionskubus. Okay. Ich weiß nicht, ob wir schon so ein Ding schon haben. Aber wir kaufen mal eins. Nur falls wir mal wirklich aus einer Höhle raus wollen. So, und jetzt fragen wir sie mal, was da abgeht mit ihren Schulden. Hallo. Ridis pores over a book while practicing on the woodland flute. She remains dreadful at it. Einfach kein Talent. The instant you begin speaking, she nearly leaps out of her skin and hides the book. She somehow hadn't noticed you. I thought you were the debt collectors. You can't sneak up on me like that, she stammers, struggling to regain her composure. Wer bist du? Oh, wahrscheinlich die werte Frau Mutter. You take note of a woman who appears quite ill. As it turns out, she is none other than Ridis's mother. She is in no small amount of pain. Will you give her something to ease her suffering? Wir haben nichts Sinnvolles. The item you've proffered has no effect, but I appreciate the thought all the same, she said. Ridis's mother hands you mysterious card 3 as a token of her gratitude. Yay! Nummer 3. Was immer diese Karten machen. Vielleicht ist das wirklich etwas für spätere Sachen. She begins speaking of Ridis, who has been preparing the medicine that helps her get through the day. She blames her illness, and therefore herself, for making Ridis's life so difficult. The more she talks, the more her face drops. Okay, hast du eine Quest da in der Richtung? Nichts Neues.
Irgendwas, was sinnvoll klingt für die werte Frau Mutter. KP. Haben wir. Nehmen wir einfach mal einen Gegengift mit, ne? Vielleicht hilft das wieder. Antikörperelixier klingt auch richtig. Lebenselixier sieht auch nicht schlecht aus. Ich denke zwar nicht, dass sie Paralyse hat, aber schauen wir mal. Vielleicht können wir ihr helfen, ne? Und Wiederbeleber, ja, sie ist ja nicht tot, ne? Schauen wir mal, ob wir ihr helfen können. Nee, scheinbar konnten wir ihr nicht helfen, oder wir hatten nur einen Versuch dafür. Ja, dann haben wir dafür halt ein paar Items im Inventar. Wir können zum Gasthaus gehen. Been a while since we've had any outsiders, the innkeeper says, beckoning the party inside. It turns out this inn is simply a place where the poor lost souls trapped in the bewildering wood may recover. You may stay as long as you like, free of charge. Yay! The wooden dining table practically groans under the weight of the platters upon it, all brimming with meats and vegetables from the bewildering wood. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Sieht aus wie eine Pizza, Käse, Nüsse, Wein oder irgendein Saft, ganz viele Brötchen, Fleisch und Salat. Nice. I've certainly earned this, you say to yourself, as you slide into your seat at the table, positively drooling over the feast before you. Melanie takes no note of your boorish behavior, uttering a small prayer of thanksgiving before reaching for a plate of vegetables. Mar sits, eyes fixed on the food upon the table, statuesque in his stillness. What a good boy. What a good boy. Wow. Hat er gerade alles aufgefressen? Mar clears the entire table in a matter of seconds, even emptying the water barrel in a single gulp. He lets out a self-satisfied burp that sends a small jet of just drank water arcing out onto the floor. Chloe ist sprachlos. The sun sinks low, and the day draws to a close. A scream pierces the silence. Fire! You leap out of... The others follow suit, and before long you've burst through the front door and into the street. Das ist nicht gut. Riddis's house is ablaze, a nearby villager screams. Jetzt zu ihr Haus. Schöner Effekt mit diesen Qualm. Und die Karte brennt. My mother is still inside, Riddis shrieks, darting past you to fetch water from the wells south of the village. Folge wir zum Brunnen. Riddis is gathering water in an attempt to fight the blaze all on her own. Wer soll ihr helfen? Ich würde sagen, Marin kann am meisten tragen. Mar's eyes light up. He scrambles over the edge of the well and sucks the well dry in an instant. He pokes at his swollen belly and gestures toward Riddis's house, as if to say,
Get me back there, quick. Quickly, put it out. You have to put it out, Ridis screams at Mar. Mar douses the house with the water he sucked up from the well. The fire is reduced to mere embers, and all is well. Or so you think. Something darts out from behind the house and attacks. Oh, Wolf. Ein Wolf? Ein feuerlegender Wolf. Oder so. Ein Feuerwolf. Nicht ein feuerlegender Wolf, okay. In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde. Okay. Eine Ereigniskarte. Kämpfen finden manchmal Ereignisse statt. Die Effekte eines Ereignisses kannst du mit der E-Taste überprüfen. So, einfach nur, dass er regeneriert. Erhöht den Feuerschaden aller Kämpfer um 2. Ah, das nützt ihm ja nicht. Ah ja, ihm nützt es was, auch uns nicht. Versuchen wir aber einfach mal ein bisschen zu sparen, damit wir gleich wieder frosten können, weil das gibt auf jeden Fall mehr Sinn. Gleich und benutze 2 Dinger, ich bin doof. Gut, dann machen wir das nochmal so mit ihm. Verringert den erhaltenen Feuerschaden aller Kämpfer. Ja, ist okay. Können wir nicht wieder frosten hier? Ah, nur eine 7, aber das ist okay. Sehr schön. Level up und heroische Ausdauer stellt am Ende eines Kampfes 3 KP wieder her. Talente sind Skills, die im Kampf permanent wirken. Ich kann nicht mehr reden. Ihr Effekt tritt automatisch ein. The fiery beast dispatched, you return to putting out the last of the blaze with Mar's help. Ridis's mother, now safe, tells you the creature came out of nowhere and set the house aflame. What would bring a creature of fire to a place like this, you wonder? Schuldeneintreiber wahrscheinlich. Am nächsten Tag. Wähle Menü Formation und dann Talente aus, um zu überprüfen, welche Talente du erworben hast. Möchtest du deine Talente überprüfen? Also, da kann man dann quasi
die jeweiligen Buffs von den Leuten sehen. Okay. Light breaks on a new day, and the commotion of the fire feels but a nightmare. You lead your party to Ridis's house to ask for safe passage out of the bewildering wood. Jo. Though spared from complete collapse, Ridis's home has been thoroughly scorched. So, reden wir erstmal mit der Mutti. Ridis's mother tells you she was once deceived by a crooked merchant and plunged into debt. Ridis has been working to repay the debt ever since her mother took ill. You lightly press your thumb and forefinger to the corner of each eye, a mixture of sadness and anger swirling within you. Okay, wir haben die Bedingungen für Viris Mutter gekriegt. Viris Mutter wohnt im Walddorf. Entweder zieht sie das Unglück magisch an oder sie lässt sich zu leicht über den Tisch ziehen. Jedenfalls musste sie schon viel Leid auf sich nehmen. Sie lässt sich von ihrem Pech nicht entmutigen, da sie all die Jahre über gelernt hat, Betrug gegenüber abzustumpfen. Nice. Ridis sits alone in one of its rooms, the air thick with the smell of char. There shouldn't be any fire creatures for miles, she grumbles. She says the monster appeared while she was playing the woodland flute last night. As to why any monsters, let alone fire monsters, appeared, well... Wow. Despite the circumstances, you ask Ridis to lead you out of the bewildering wood as promised. I did promise that, didn't I? She says wearily, rising from her seat. The poor girl is clearly still in shock. Why do you want to venture out beyond the bewildering wood anyway? She inquires, as she gathers this and that in preparation to leave. Wir sind auf der Jagd nach den Drachen. We are in search of the dragon, you say valiantly, adding, the reward will be significant should we defeat him. Honesty is the best. Sounds like a real risky way to make a living, she replies flatly, feigning interest. A group of Ivory Order people came through here just the other day, she explains. You connect the dots with malice. Those three, you seethe. At last, Ridis is ready to depart for the edge of the bewildering wood. Yay! Sie ist unserer Gruppe beigetreten. Am Kampf können maximal 3 Charaktere teilnehmen. Unter Gruppe im Informationsmenü kannst du auswählen, welche Charaktere im Kampf teilnehmen sollen. Möchtest du deine Gruppe anpassen? Aber gerne doch. Weg mit dem komischen Vieh, weil das ist das Einzige, weil der kann ja nicht so viel. Er kann ja nicht mal vernünftig heilen. Wenn er heilt, heilt er nur sich selber. Das ist ja ein bisschen, I don't know. Ich quere vom Osten des Walddorfes aus den Irrwald. You didn't hear it from me. But the cause of the fire was, she whispers baseless gossip in your ear. Apparently she's heard rumors of the dragon destroying another town somewhere. The girl heaves a sigh of relief after learning the fire wasn't the dragon's doing.
Wow, weil wir den Brunnen leer getrunken haben, wa? You follow the curious sounds to their source, our resident well water lover, digging at the dry well with his bare hands. He digs and digs, but no water is forthcoming. What's worse, he has injured his hand in the process. Melanie beseeches you to help the poor man. But well digging was forbidden by our ancestors long ago. You've heard the legends, you protest. How is that the best lie you can come up with? She snaps back, appalled. The man turns towards you both, oblivious to the squabble playing out before him. Do you have any salve that might ease my pain? He asks. Der Mann scheint es auf einen kleinen Heiltrank abgesehen zu haben. Möchtest du ihm ein Exemplar geben? Aber gerne doch. You hand the man some salve. The instant he applies it to his hands, he resumes his furious digging, this time punctuated with shouts of "I feel incredible." Ich hab die Buddelmacht. Wow. Not long after that, water erupts from the ground with a force unlike any you've seen. He sidles up to the jet of water and begins drinking from it as one would from a fountain. The man hands you mysterious card 4 to show his appreciation for the salve. Hat sich ja scheinbar gelohnt. Köstliches Brunnenwassererfolg. This road takes you to the east side of the bewildering wood, but you'd be hard-pressed to find your way without a woodlander's help, the guard warns. Upon seeing that Riddis is with you, he steps aside and lets you through. Irrwaldpassage. The eastern portion of the woods certainly does not want for thick, soupy fog. You turn away, ready to lead the party deeper into the bewildering wood. Wait just a moment, you lot, calls the voice of an older man from somewhere behind you. Riddis appears to be familiar with him. She calls him Mr. O. Here you are, young lady, he says, handing her a slip of paper. Renovierungskosten 1 Million G. Oh dear. Jetzt scheint eine Rechnung zu sein. Further, Mr. O explains, Riddis did not have a fire insurance policy at the time of the conflagration, and so she shall have to pay in full. Yay! I'll thank you kindly to pay by the end of the month. Bye now, Mr. O says, receding from view as he returns to the forest. Ah, schon wieder so fies das Spiel. Riddis lets out a bemused chuckle, her demeanor remarkably calm for what has just transpired. She pulls the woodland flute from her cloak and begins softly playing. Riddis's ear-splitting performance, shall we say, draws monsters out from behind the trees. Within moments, they are nearly upon you. Echt jetzt? Wo kam nur das Feuermonster vorhin her?
That's odd. I must have made a mistake, Riddis says, burying her face in her old book once more. Was möchtest du Viri fragen? Was schaust du da an? She opens the book to a particular page and thrusts it in your face. You can't tell anyone in the village I let you see this, okay? It's a page of sheet music with a note scrawled beside it that reads, "Play this lucky tune to reverse your financial fortunes and make money woes a thing of the past." No matter how many times I played this last night, our debt never went down, she fumes, incensed. You inspect the page a bit more carefully. Off in a corner, in letters so small as to be illegible, another message reads, "May summon monsters if played incorrectly." You finally see that so long as Riddis holds the flute, this is nothing more than a monster conjuring melody. You snatch the woodland flute from her hands. You have lost your flute-playing privileges, you inform her. But I'll never escape from this mountain of debt without it, she cries, clearly still believing in the melody of fortune. Melanie quietly opines that while Riddis is many things, bright is not one of them. Wow. Oh, eine Schatzkiste. Mit einem Wiederbeleber. About the enemy. Ah, hier geht's auch lang. Ereignis. Okay, wir haben Nüsse. Und wir haben nicht genug gewürfelt. One of the nuts flies off a branch and smacks Mar right on the head. Poor Mar clutches the spot, eyes tearing up from the blow. Ja, egal, Maren ist nicht in unserer Party gerade. Aus den Tiefen des Waldes hörst du eine wunderschöne Melodie. Könnte ein Lied sein oder das Trällern eines Vogels. As you listen closely, you are struck by a sudden dizzy spell. You sense a presence growing closer, but cannot react. Ah, verdammt. The grass rustles, then a monster slowly shows itself from between the blades. It's a harpy. Harpien hatten wir schon nicht. Caught in the harpy's trap, you ready your weapons. Haben wir noch nicht gehabt, das Monster.
Und ist schon down. Sah aber gut aus mit diesem so halben Vogel. War ein anderes Harpien-Design als sonst. For some time after that, you find yourself trembling at the mere sound of a bird's tweet. Hey, eine Kettenrüstung. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir die anlegen können. Scheinbar nicht. Aber sie kann's. Ereignis. Und wieder ein Nussereignis. Yeah, wir haben die 4 gewürfelt. Alles klar. Ihr wollt auch nur noch durch den Wald-Logo. Wirst also nicht viel verpassen. Im nächsten Ort höre ich auf. Schien nicht genug zu sein. Und wieder ein Nuss-Event. Yes. Here, Riddis chirps, pushing overgrown boughs and shrubs aside. As she does, a hidden path out of the bewildering wood comes into view. Und dann sind wir wieder auf der Oberwelt. At last, you are free of the bewildering wood. Praise the power of the woodlanders, you squeal in admiration of Riddis. She giggles bashfully. You've certainly kept your promise, you say. Thank you for showing us the way. I was hoping I could join you on your quest to defeat the dragon, Riddis suddenly blurts out. Warum willst du denn dabei sein? She takes out her old book and thrusts another page in your face. This week's creature of fortune is the dragon. Booms may befall those who encounter him. Wow. Melanie's jaw goes slack. What is the deal with this book? Melanie asks. I can probably pay off my debt if we can just defeat the dragon, Riddis chirps, revealing her no. I won't dilute my share of the riches any further. No more additions to the party, you bark. Have you no heart? Are you just going to leave a young helpless girl like me to drown in an ocean of debt and deal with that crusty old man? Riddis fires back relentlessly. I want to go. No. So goes the endless chorus of your thoroughly unproductive argument.
Melanie calmly reminds you that the party in its current form stands little chance of defeating the dragon. See? You need me, Riddis says, sensing an opportunity. Your well-reasoned argument of no thwarted, you nod your head in resignation and welcome Riddis to the party. Yay! Viri hat sich deiner Gruppe auf der Jagd nach dem Drachen angeschlossen.